So, da sind wir. Hi, hi und herzlich willkommen zu Sherlock Holmes, Crimes and Punishments. Oh Gott, die Kabel hängen hier auf halb acht. Ja, der erste Stream vom neuen Spiel. Wir haben ja den letzten Sherlock Holmes Teil mit Bravour durchgespielt in einer relativ kurzen Zeit. Einen Monat haben wir gebraucht. In 18 Streams haben wir das Hauptspiel und alle DLCs durchgeschafft und jetzt steht also ein weiterer Sherlock Holmes Teil, ein deutlich älterer Sherlock Holmes Teil ins Haus. Crimes and Punishment ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen, aber im Gedenken an die himmlischen 100 der Ukraine. Aha. Ist das jetzt wegen jetzt? Wonderful good evening, Mr. Lucy. Ja, so ungefähr. Ich habe angefangen mit dem Spiel. Da waren sie bitte weg. 20. 19. Januar. So, der schwarze Peter. Was war mit der Seite gerade los? Was geht denn hier ab? In Deckung gehen. Holmes, will you stop that? You are utterly mad. Geht sehr gut los. Stop, Holmes! Is that you, Watson? Yes, of course it is. And you almost killed me. Nonsense. I was aiming for the vases. Blindfolded? Watson, quiet, please. I'm trying to concentrate. Sicherer Gang. Klappernde Handschellen. Polizist. 9. Stufe ausgelassen. Inspektor Lestrade. Ah, Lestrade. What is it this time? He can see me. Well, here it is, and it's a good one, Mr. Holmes. A gentleman by the name of Peter Carey, also known as Black Peter, has been murdered. A sailor, most probably. What happened here? Oh, Mr. Holmes, how could you? It's the only exercise I've had all week. A grateful client from Limoges sent me a vase collection this morning. I couldn't think of a better use for it. You're out of your mind. I missed 4 out of 10. Given you were blindfolded, that was very good. Can I have a try? Am I the only sane one here? I suppose that Watson is right, Inspector. A little brain work would be preferable now. Do please tell us more about Black Peter. Peter Carey, born in 1845 and 50 years old. An ambitious sort, he achieved much success in seal and whale hunting around Scandinavia. Retired in 1884 with a small fortune. He invested his money in a property called Woodman's Lee, near Forest Row in Sussex. It was where he lived for 6 years, and where he was found dead yesterday. Has the investigation already begun? Yes and no. In fact, this crime is so mysterious that I would prefer you to join me down there. Give me half an hour to prepare, Inspector. Take your time and join me there. I have to go through the yard first. The merry men struck again. What have they done this time?
They robbed a powder reserve. I'll meet you at Woodman's Lee, Mr. Holmes. I should help Mrs. Hudson here. I also have several appointments that I must keep this afternoon. I shall go alone then. Na gut, der Sherlock im alten Spiel, oder im neuen Spiel besser gesagt, war auch jünger, ne? Da waren wir irgendwie im Jahr 1879, glaube ich. Jetzt sind wir schon 1890. Öffnen Sie mit 4, gehen und Sie tun, halten Sie einen Überblick über den Stand der Ermittlungen, Aufgabenweise und so weiter. Aufgaben: Untersuchen Sie den Mord an Peter Carey. Sehen Sie sich den Tatort in Woodman's Lee an, suchen Sie einen Anzug aus dem Kleiderschrank aus und treffen Sie ihn dann des Tatort in Woodman's Lee. Inspektor Lestrade stand der Baker Street im Suchabteil, erzählt der Holmes zu einem grotesken Mord, an dem ein ehemaliger Kapitän Schwarzer Peter genannt zum Opfer gefallen ist. Aha, okay. Beweise. Profil des Opfers. Peter Carey, auch bekannt unter dem Namen Schwarzer Peter, geboren 1845 und damit 50 Jahre alt. Er war ein erfolgreicher Walfänger in skandinavischen Gewässern, setzte sich 1884 zur Ruhe und zog einige Jahre später nach Woodman's Lee, also 95 sind wir jetzt schon, also 15 Jahre später. Dokumente, noch keine. So, was haben wir hier? My analysis table. It is useful for my work. Aha. Ein Analysetisch. Also auch hier können wir scheinbar... My archive. I can always consult with it if needed. Was? Archiv? Enzyklopädien? My Zeitung? archive. I can always consult with it if needed. Briefe? This is where I keep my post. My Forschungsberichte. archive. I can always consult with it if needed. Oh, what a mess! What a terrible mess! Okay, also ein paar Anlaufpunkte hier im Haus haben wir auch. So, wo können wir uns denn umziehen? Geht hier durch die Tür raus? Hier zu Holmes Zimmer. Die Schminktisch. Na, dann machen wir doch mal ein bisschen Sherlock-mäßig hier. Das ist ein Kleiderschrank. Seemann. Aufgeknöpft. Freizeitanzug. Dunkler Anzug. Brauner Anzug. Grüner Anzug. Blauer Anzug. Heller Anzug. Bandit. Bauer. Morgenmantel. Okay, dann das Ding. Ach, die Mütze habe ich noch ja nicht. Alles klar. So, ist hier sonst noch was? Kleiderschrank, Schminktisch. Tür. Alles klar. So. Aha, mit R2 kann man hier auch sprinten. Warte mal, ist hier noch was? Hier zu Watsons Zimmer. Hier können wir scheinbar nichts machen. Gut. Denn mal ab nach Woodman's Lee. Sad. Mr. Holmes, I'm over here. Come on. Steinweg. Boden am Steinweg. Schuhabdrücke. These footprints appear to be quite large. Was haben wir jetzt? Gegenstand. Feuchten Gartenboden von Woodman's Lee habe ich nicht identifizierte Schuhabdrücke von. Sie stammen womöglich. Achso, was muss ich jetzt drücken? Achso, vom Täter. Vielleicht kann ich ja ein paar Stiefel für ihn zum Abdrücken passen. Gegenstand benötigt. These footprints appear to be quite large. Achso, den Stiefel. Scheinbar. Mr. Holmes? Mr. Holmes. Ja, hier kommen wir noch nie ran. Ich dachte, da würde die gleiche liegen. It Garten. seems that the garden was well maintained.
Ja. Der Garten sieht sehr gepflegt aus, hier muss ein fähiger Gärtner arbeiten. Mr. Holmes? Mr. Holmes? Inspector Lestrade, when will you remove my husband's body? It's sacrilegious to leave him here like this. As soon as we can, Mrs. Carey, I assure you. Allow me to introduce you to Mr. Sherlock Holmes. He's a detective. No doubt you've heard of him. I'll wait for you in front of the cabin, Mr. Holmes. My condolences, Mrs. Carey. Thank you, Mr. Holmes. Ach Gott. Kennen wir irgendwoher, wa? Kommt jetzt irgendwas? Aha. Kameh. Was ist ein Kameh? Katholischer Rosenkranz. Ach so, hier sind die Sachen, die wir finden müssen. Gartenhandschuhe. Haubenmeise. Nistkasten. Madam, can you tell me if you saw or heard anything So ganz unusual cool. on the night of the murder? At 2 o'clock in the morning, I heard a terrible scream. But I thought nothing of it then. He would scream all the time when he was drunk. Also die war scheinbar mit ihrem Mann nicht so zufrieden. Can you please tell me what occurred on the evening of the murder? Well, Peter got drunk in the evening. He was in such a terrible temper. Usually whenever that happened, he'd stay all night drinking in his cabin before passing out. Okay. Do you remember at what time you found your husband's body? In the morning, at around 7 o'clock, I noticed the cabin door was open, but I didn't go in to take a look, for I knew my husband would not have liked it. At around 10 o'clock, I dared to glance in through the door and... oh dear. Okay, bin gespannt, was sie da in der Hütte gefunden hat. Was your husband accustomed to receiving visitors? Oh, no, I don't think so. I mean, he didn't really have many friends. He lived quite an isolated life here, after his retirement. The garden is very large and well maintained. Do you employ someone to look after it? It is true, there is a lot of work, but my husband took Ich glaube, die ist gar nicht so unglücklich, dass der tot ist. You have indeed suffered a great loss, Mrs. Carey. Nevertheless, I believe it will be Thank less you. of a burden for you soon. Yes. Life with Peter was never easy, but he was still my husband. He was different, wasn't he, when you first met him upon your return from Plymouth? Yes, Mr. Holmes. Oh, my goodness, but how do you know about that? Tja. Wie können Sie über Plymouth Bescheid wissen? Pilgerfahrt, gepflegter Garten, unbekannter, ja, Pilgerfahrt, bestimmt wegen des Kreuzes. You undertook a pilgrimage to the Cathedral of Santiago de Compostela when you were young. That much is evident from the rosary in your hand. The shortest route for the pilgrim from England to Spain is from Plymouth. I believe that you met Peter Carey as a young sailor there, and you married him soon afterwards. That is indeed what happened, Mr. Holmes. Sherlock wieder in seiner unnachahmlichen Art. Geil. Judith stammt vom Lande, irgendwo aus der Nähe der alten Kiefernwälder von Inverness und Strathspey in Schottland, wo Haubenmeisen zu finden sind. Sie ist eine religiöse Frau und hat in jungen Jahren eine Pilgerreise auf dem Jakobsweg zur Kathedrale von Santiago de Compostela unternommen. Also, der Sherlock steht unserem alten Sherlock in nichts nach. Warum kann ich jetzt nicht R1 drücken? Und, ach so, bin ja ganz woanders. Judith Carey führt aufgrund ihrer unglücklichen Ehe mit Peter kein angenehmes Leben. Sie ist eine hochreligiöse katholische Frau, die in jungen Jahren eine Pilgerreise auf dem Jakobsweg unternommen hat. Okay. Was habe ich hier? Souvenirs. Echos. Charakterporträts. Das ist echt krass gut. So, was haben wir hier noch?
Nischt. Nischt. So, dann gucken wir uns mal den Tatort an. Mach auf hier. Ach so, ist die falsche hier unten, ne? Da ist er. Peter Carey's body is inside the cabin. We took care not to touch anything. Sehr clever. Mach Mr. auf. Holmes? The door is locked. Wait just a moment, Mr. Holmes, and I'll open it. I locked it yesterday to ensure that no one should enter the cabin and tamper with the evidence. Ah, good thinking. Hello, hello, hello. What is it, Lestrade? It seems to me that someone has tried to force it, Mr. Holmes. Let me see. Da wollte jemand postmortem in die Hütte hinbringen? Na, das wird wohl nicht der Mörder gewesen sein. Schätze ich jedenfalls mal nicht. Türschloss. Außer der Mörder hat was vergessen. Dann vielleicht schon. These scratches are fresh. Ja. You're right. Someone tried to force open the door. I swear these scratches were not here yesterday. Our mysterious visitor came here last night. Well, he's not the man for the job. This lock is not a difficult one. Perhaps he did not have the right tool. Ah, wo ist er? Oh! What a terrible way to die. Also die alte draußen kann man schon mal ausschließen, die Frau. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass eine Frau sowas hinkriegt. Ohne jetzt sexistisch zu klingen, Lucy, sorry, aber die sieht mir nicht so aus, als wenn sie so eine Harpune oder was das ist, einfach so durch ihn durchfeuern kann. So was haben wir hier alles. Der Typ war Walfinger. Hammerfest. Dundee. It's a whaling map. Oh, hier fehlt was. Guck mal, hier ist ein Abdruck. Regal. Verdächtig leere Stelle. Umriss im Staub. This place is not covered with dust, like the rest of the shelf. Da An stand was. object was taken from here. It was larger than a book. A box or a small chest, perhaps. Ah, okay. Pottwalzähne. The tooth of a sperm whale, probably from one of Peter Carey's catches. Gott, sind die riesig, Alter. Ist das der Yacht Tyrannosaurus Rex oder was? Logbücher. The ship's logs of the Sea Unicorn for the years 1878 to 1884. Peter Carey was her captain. The ship's logs of the Sea Unicorn for the years 1878 to 1884. Peter Carey was her captain. Ja, Fragen. Der oberste Stopp in einem von Carys Regalen liegt den Schluss nahe, dass dort erst kürzlich etwas weggenommen wurde. Aber größer als ein Buch in gestern eine kleine Kiste vielleicht. Logbücher. Auf dem Regal sind die Schiffslogbücher der Jahre 1878 bis 1884 aufbereitet. Ohne Zweifel erhalten sie Berichte über die Wal- und Robbenjagden des Schwarzen Peter. Harpoons for hunting whales. Und eine fehlt. Unten. Naja. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Der ist echt nur leicht aufgespießt, ja. Also ich glaube nicht, dass die Frau da draußen gewesen sein kann. Oder was sagst du? Peter Carys Stiefel. Peter Carey's boots. They look to be a size 8. Schuhe für 8. Das ist nicht so mega groß, ne? Old navigation instruments. Nothing interesting. Okay, also sobald man alle sich angeguckt hat, ist so schön einfach. Sea Unicorn. The Sea Unicorn. She was the ship that Peter Carey commanded. Na denn, gucken wir uns das Ganze hier mal an. Notizbuch.
Was steht da drauf? JHN? JHN are probably the initials of the owner of this notebook. The pattern of the blood stain indicates that the notebook was not lying on the floor prior to the crime, but it was dropped into the pool of blood after the death of Peter Carey. ASM 334023, oh Gott, TYBRS OMTI TKRNO CPR INT KKCO These WPOTQE. abbreviations mean something, but what? Oh, hat er sich gewehrt? This wooden handle is plain and solid. This blood is from the pool underneath the dead body. Peter Carey tried to defend himself with this knife, but he did not succeed. Nee. Obviously not. The weapon fully penetrated the body. The force of the blow was immense. Sag ja. This man is in his 50s, yet he still looks quite strong. Peter Carey was fully dressed. He was not caught by surprise. It is possible that he knew his murderer. Gott. Haben wir noch was? Peter Carey was impaled to the wall by a whaling harpoon. Tisch. Someone drank from this glass recently. 2 Gläser. Tabakbeutel. PC. The initials PC have been crudely burned. A sailor's work. Peter Curry könnte das dann wohl sein. This aroma is familiar, but to recognize it, I must construct my associations in one picture. Drehen und bewegen sich Elemente, um ein klares Bild über die Assoziation zu diesem Aroma zu halten. What? Erinnert mich so ein bisschen an ach du Kacke. Das soll ein Boot werden. Erinnert mich so ein bisschen an dieses Sternzeichenzeug von... Warte mal. Das Ding hier kann ich bewegen, aber die Pfeife kann ich bewegen. Und den Rest erstmal in Einklang bringen. So hier irgendwie. So, und jetzt? Ja. Ja. Na komm. Give it to me, baby. Nein. Alter, das ist ja was für... This is a coarse tobacco, quite strong and very popular among sailors. Cool. Macht direkt Fun. Rum, a sailor's drink. It seems that Captain Carey was enjoying a drink before he met his death. Und scheinbar mit jemand anders, denn da stehen 2 Gläser. So, Woodmans Lee inspizieren abgeschlossen. Ach, kick. Jetzt haben wir noch ein paar Sachen zu tun. Ein Tagebeutel aus Robbenleder, der auf dem Tisch in Peter Currys Hütte lag. Die initialen PC wurden grob eingebrannt. Das Werk eines Seemanns. Die Stiefel haben wir gesehen und wir müssen nach dieser leeren Stelle fragen. Und wir haben hier noch ein I. Peter Carey haben wir. Achso, nee. Ja, Peter Carey. So, dann gucken wir uns erstmal die Schuhe an. Nur bei Origins gab es eine coole Story mit zu. Was zu diesen
Sternzeichen? Na, hier gibt doch eine coole Story. Ein aufgespießter Seemann. Das passt offenbar nicht, oder? Nee. These boots don't match the footprints. So, was steht jetzt hier? Erfragen. Erfragen. Okay. Mit ihm hier Have oder you was? finished inspecting the crime scene? Sherlock reagiert einfach gar nicht. Ich finde bisher sehr krass den Fall. Ich glaube tatsächlich, ich habe den auch schon mal gelesen, ein bisschen mehr runter. Is this your husband's tobacco pouch? I'm not sure. It might be, but he hadn't smoked in a very long time. Was hat die gerade gesagt? Er hatte schon vor langem mit dem Rauchen aufgehört. Warum liegt denn da ein Tabakbeutel mit seinen Initialen? Your husband's private papers. Do you know where they are? There was a small tin box, barely larger than a book. He kept his papers there. It should be somewhere in his cabin. Die ist leider weg, Schnubbi. Thank you, madam. Who could do such a thing? My poor husband. Ich muss unbedingt pinkeln. So, was hat, wenn sie zwei Weise finden, die miteinander in Verbindung stehen, entsteht daraus eine Herleitung. Rote Farbe zeigen, dass die werden nicht zusammenpassen. Aha. Peter Carey raus. Boah, ich muss erstmal pinkeln. Du kannst du schon mal überlegen, was zusammenpasst. So, Lucy hat noch nichts geschrieben. Na, dann muss ich es alleine machen. Peter Curry raucht nicht, kein Gärtner. Hat das Rauchen voll lang aufgenommen, aber möglicherweise hat er den Tabak wohl behalten. Seine Frau hat den Beutel zwar noch nie gesehen, aber sie durfte die Hütte auch nicht betreten. Aufgespießt an der Wand. Peter Curry mit einer Harpune in die Brust getroffen und er war aufgespießt wie ein Schmetterling. Für eine Blechkiste in der Hütte befand sich eine Blechkiste, kaum größer als ein Buch. Peter Curry hatte niemanden erlaubt, sie anzufassen. Die Kratzer am Schloss von Peter Currys Hütte nach zu urteilen, hatte jemand versucht, die Tür zur Hütte aufzubringen. Notizbuch. Ein Notizbuch mit den Initialen JHN auf dem Deckel. Es befinden sich auch Blutspuren auf dem Deckel, die darauf hinweisen, dass das Notizbuch nach der Tat in die Blutlache gefallen ist. Raucht nicht und kein Gärtner? Wie kommt denn das zusammen? Jules Carey hat ausgesagt, dass ihr Mann sich selbst um den Garten gekümmert hat. Das klingt allerdings nicht sehr glaubwürdig, womöglich heimlich etwas. Raucht nicht und kein Gärtner. Also Einbruchsversuch passt zu fehlende Blechkiste. In der Hütte fand er eine Blechkiste, kaum größer als ein Buch. Ja, oder zu Notizbuch, ne? Dass jemand ein Notizbuch holen wollte. Aha. Aha. Da hatte diesmal der Flo da recht. Heute gilt es, sich auf die Lauer zu legen und zu sehen, ob der Einbrecher einen weiteren Versuch wagen wird. Aha. Krieg an. Machen wir. Someone was here yesterday. They attempted to force the door to gain entry. Kann ich denn jetzt noch irgendwie mehr herleiten, oder war das jetzt, oder was? Wie komme ich denn in dieses Herleiten-Menü?
Probieren wir alle durch. Was hat er jetzt gemacht? Oh, First Person kann auch spielen. Dreieck. Aha. Nee. Passt alles noch nicht so richtig. So, auf die Lauer legen. Na dann mal los. Well, Mr. Holmes, what do you think? I think that we are lucky And why is that? because of last night's attempted break-in. Oh, you've lost me. It is very probable that whoever came here hoped to find the door open. They tried to force it with a knife blade, but they failed. What will they do? Why, return tonight, when they will be better prepared. Aha! So what do you propose? We shall remain on the outside, near the window, where we stand the best chance of catching sight of our visitor. Well, gentlemen, ready your pistols. We have a long night ahead of us. Na denn, was müssen wir das machen? Hier hinter warten oder was? This looks like the perfect hiding place. Mhm. Jo. Shh. Did you hear that? Der ist nicht der Mörder. There's someone there. I'm gonna collar him. I'll be right behind you. Der sieht schon viel zu spechtig aus. Der wird diese Harpune auch nicht so werfen können. Ich glaube, wir suchen so einen richtigen Schrank. So einen Floater-Typen. Mr. Holmes? Mr. All Holmes? right, my fine fellow. Who are you and what are you doing here? JNH? Detectives, I suppose. You imagine that I'm connected with the death of Captain Carey. I assure you I'm innocent. Innocence? And what are you doing in his cabin? Shall I tell you? You came to retrieve what you had lost after killing Peter Carey. Die But Hirne we von were dem. here, waiting for you. What is your name? JNH. John Hopley Nelligan, but I didn't. JHN. Do So. you deny that you came here yesterday? No, but yes, it's just that I couldn't. I'm tired of this. Off we go to the yard. Tomorrow, I'll see that you're put in front of the judge. What? But you can't. I'm not. It's a terrible mistake. Enough. You can explain all of that to the judge. You're coming with me to the yard. But In light of recent events, it seems evident that your coming here was unnecessary. All the same, I'm very grateful to you, Mr. Holmes. You are welcome, Inspector. Das war's? But please don't be too hard on our young fellow. I would like to question Nee, him warte tomorrow nicht. morning. Okay. Also ich glaube nicht, dass er das war. So, wir fahren nach Scotland Yard. Oder? Floater der Schrank. So. Abgeschlossen. Achso, verhören Sie auf die Polizei den Verdächtigen John Hopley Nelligan. Aber jetzt hier noch mehr? Fragen. Charles Maser auf dem Boden neben der Leiche von Peter Carey gefunden. Kinder weist keine Stunde der Benutzung auf. Carey's Stiefel stimmen nicht mit der Abdrückung im Garten überein, das bedeutet, dass sich eine weitere Person mit hier aufgehalten hat. Okay. Scotland Yard. Mr. Holmes? Good morning, Mr. Holmes. Can I help you? Good morning, Constable. I would like to speak to the fellow who was arrested at Woodman's Lee last night. Ja, das Schwarz hat young den man Täter. who's waiting in the interrogation room. You can go straight through.
His belongings are held in the evidence room. Thank you. Bei Lestrade geht das wohl relativ schnell mit dem Schuldigen. Mr. Holmes? Der ist natürlich verdächtig, aber der sieht halt nicht so aus, als wenn er da irgendwie ihn umnieten könnte, so einfach. Nelligans Gegenstände. These are the suspect's belongings. The notebook that we found on Peter Carey's cabin floor. A pocket knife. It was used to force the door of Peter Carey's cabin. A handkerchief with the initials Taschentuch mit seinen eigenen Initialen. Gib eins. Und ein Ring. From R. Dawson to my friend and partner. 1883. To my friend. From R. Dawson. And partner. 1883. Dawson. I've seen this name before. Perhaps my archive holds the answer. Oh, Archiv. Na, da freuen wir uns ja drauf. Das ist tatsächlich sehr ähnlich mit dem, was wir gespielt haben, ne? Also mit dem anderen Spiel, so mit Archiv und so. Er benutzt so dieselben Methoden, dieselben Hilfsmittel, um quasi an Antworten zu kriegen. Das macht es halt ein bisschen, ja, ein bisschen freundlicher, weil wir halt durch das andere Spiel schon vieles kennen. Und ja, so wissen, was die Methoden von Sherlock Holmes sind. Sag mal, ich glaube auch ein eifriger Bücherleser würde es auch wissen. Aber wenn man jetzt die Bücher alle noch nicht gelesen hat, das ist doch der Typ nicht. Ach, hier sitzt er. Dann hat man, glaube ich, ein paar mehr Probleme. Aber so ist es für uns relativ einfach, hier einen Einstieg zu finden in das Spiel. So, kicken wir uns erstmal den Typen wieder an. Alter, hat der viel. Schäbige Mütze, ja, der sieht ein bisschen runtergekommen aus tatsächlich. Also sein Schmuck ist deutlich wertvoller und sein Taschentuch als das, was der Rest so zeigt. Ja, guck mal hier, Flicken. Teurer Stoff. Also er war mal reich und ist jetzt nicht mehr reich, scheinbar. Hat sie mal das Ding gucken können? Feine Knöpfe, muss das aber jetzt ständig reparieren. Und, aua. Hornhaut, das sieht eher wie Brandblasen aus. Narben. Das ist, wenn er irgendwie, weiß ich nicht, im Feuer gespielt hätte. Dünner Hals. Ja. Also ein richtiger Schrank ist das nicht, ne? Ihn fehlt noch. Scheiße. Was habe ich übersehen? Halt hier. Kurze Ärmel. Does this notebook belong to you? Yes. But where did you find it? I did not know... I thought I'd lost it at the hotel. Nee. What do these abbreviations mean? Deswegen warst du da. No, I beg you, I can't. If I told you, it would only make things worse. But I will find out eventually, Mr. Nelligan. The sea knife was found near Carey's body. Tell me, Mr. Nelligan, did Mr. Carey try to defend himself or to attack you with it? I don't know. I didn't kill anyone. The police seized this valuable ring from you. Whose is it? I didn't steal it from anyone. It has always belonged to me. Er hat schon immer mir gehört. Ring mit Gravurjacke, das war das Charles Murphys auch. The ring's date of engraving is many years ago. You would have been a child then, hardly in any position to receive such an item from a partner. Der ist mehr Lauch als Schrank. So, Mr. Nelligan, who is the true owner of the ring? The ring is mine. No.
Das ist mein Ring. Gepflegter Garten. Profil des Opfers, Jacke des Vaters, Ring mit Gravur. Oh, No, Mr. Nelligan. I believe that the ring had belonged to your father. Oh, but how do you know? The jacket you are wearing is made of an expensive fabric that only a man of exceptional wealth could afford. You do not seem to me to be a rich man, Mr. Nelligan. Furthermore, the garment is ill-fitting. It is quite clear that it belonged to someone else, most probably your father. With your father gone and taking with him the family's wealth, as a little boy you had to find yourself a manual job, and it was most probably cleaning fish. You cut your hands often while working. I can tell from the scars. I'm speechless, Mr. Holmes. It all happened exactly as you say. Well, dieser I will Sherlock. see you soon, young man. What am I doing here? I've done nothing wrong. So. Im Archiv ein schwerer goldener Ring mit der Gravur von A. Dawson für meinen Freund und Partner 1883. So, da ist er. Nelligan ist ungefähr 19 Jahre alt. Er wuchs in wohlhabenden Verhältnissen auf, aber nach dem Verschwinden seines Vaters vor 10 Jahren war viele Jahre seine Familie in Armut. Verdiente sich ihr Lebensunterhalt mit dem Putzen von Fischen, obwohl er recht lange solch körperliche Arbeiten verrichten musste, schon weiterhin ziemlich schwach gebaut. Nelligan ist verfehlende Blechkiste, kein Gärtner. Aufgespießt an der Wand. Nee. Aha. Das wollte ich kombinieren. Experiment durchführen. Ein bisschen herausfinden, ob eine wenig begabte und untrainierte Person eine Harpune so werfen kann, dass sie damit einen Menschen an einer Wand aufspießt. Nicht. Ohne I Scheiß. need to stage a reconstruction. I'm sure that Watson would be happy to oblige. Ja, da wird Watson bestimmt total begeistert sein. Das klingt cool. Ein Harpunenwurf-Experiment vorbereiten. Mega. So. Baker Street. Ab ins Archiv schauen. Und mit Dr. John Watson sprechen. Da ist er ja, der Watson. Was ist das hier? A map Karte. of London and the surrounding area. It could be useful. So im Archiv muss ich gucken, hat er gesagt. Ach, das ist ja alles. Enzyklopädie nach Dawson. Zeitung nach Dawson. Forschungsberichte nach Dawson durchsuchen. Machen wir mal Zeitung. Ring mit Gravur. Startschuss für erste elektrische Eisenbahn. Konkursgesetz 1883. That is not the one I need. Dawson und Nelligan pleite. Stand da gerade Dawson und Nelligan pleite? Ich hab mir das richtig gefunden. Dawson Nelligan Investmentfonds pleite, Nelligan verschwunden. Der Dawson Nelligan Investmentfonds, eine regionale Bank mit Sitz in Cornwall, hat nach schweren Verlusten im Kreditbestand Konkurs angemeldet und wird infolgedessen in Kürze aufgelöst. Es handelt sich dabei um die 23. größte Bank in England und der Konkurs ist der zweitgrößte der Geschichte. Die Auflösung des Unternehmens ist für viele Familien in Cornwall eine Tragödie. Joshua Nelligan, einer der Vorsitzenden, ist seit dem bekannt werden der Neuigkeiten spurlos verschwunden. Zuletzt wurde er dabei gesehen, wie er an Bord seiner Yacht ging und eine Fahrt nach Norwegen vorbereitete. Nelligan wird sowohl von der Polizei als auch von seinen Kreditgebern gesucht. Here it is. Ach. Now I begin to understand that young man's story, but I am still unclear as to what connects him with the murder. It is time to ask him. Da können wir ihn gleich nochmal befragen. Den Typen. So. Dann quatschen wir noch mit John. A spot of whaling, Watson. Would you care to take part? Are you serious? No, but we do need to clarify what happened on the night of Black Peter's murder. A reenactment then? Is something bothering you? Ja, der Lauch kann The ihn sailor's nicht knife, weggerufen haben. Why was it on the floor? Peter Carey attempted to defend himself? It is possible, but if that is the case, then it alters many things.
I don't quite follow you. Tell me, my friend, what is the animal closest to man, morphologically, I mean? Ah, I see what you're getting at, Holmes. You asked me that once before. On the Ripper case, I believe. Do you want to slit some more pigs' throats? No. Well, thank goodness for that. Er will Schweine mit Harpunen abschießen. Wonderful. Watson, let us pay a visit to our butcher friend in Whitechapel. We require the carcass of a well-fed pig. And the harpoon? One of the harpoons on the wall of Black Peter's cabin should do quite nicely. Ist ja witzig. Gut, wir haben jetzt einiges zu tun. Und zwar einmal nochmal nach Scotland Yard und John, wie heißt er? Jason Nelligan, keine Ahnung, zu befragen. John Hopley, wie heißt der denn? Welchen Namen hier, ey. John Nelligan, okay, habe ich doch recht gehabt. Das ist das erste, dann holen wir die Harpune, dann machen wir das Experiment. Nee, falsch. Hier. Ja, das ist auf jeden Fall witzig. I have heard the story of Dawson and Nelligan, the West Country bankers. Yes. Joshua Nelligan was my father. I am aware that it had a bad ending. When the bank failed, it ruined half the families of Cornwall, whereupon Joshua Nelligan disappeared. My father was under extraordinary pressure. Dawson had retired. I was only 10 years of age at the time, but it was still old enough to feel the shame that befell our family. My father was convinced that he could pay off all his debts if the creditors gave him time. He set sail for Hammerfest in Norway in his small yacht, just a few days before an arrest warrant was issued. He left my mother a list of the securities he was taking. No word was ever heard from him again. We believe that his vessel went down, taking with it everyone and everything on board. Thank you for the story, Mr. Nelligan. At last, we are making some progress. Interesting. Joshua Nelligan and Peter Carey were both at sea in Norway. There is definitely some connection between Peter Carey and Joshua Nelligan's disappearance. What am I doing here? I've done nothing. Der Typ 1883 fährt der nach Hammerfest in Norwegen. Wir müssen halt nur rausfinden, ob der Peter Carey zur gleichen Zeit da war. Dann haben wir auf jeden Fall erstmal eine Verbindung. Aber egal, ob wir die haben oder nicht, ich glaube immer noch nicht, dass der Mörder ist. Aber der hat natürlich was mit Peter Carey zu tun, sonst wäre er nicht da gewesen. Vielleicht... Aktien? Hat er irgendeiner gerade was von Aktien gesagt? Nee, ich bin noch nicht ganz sicher, was hier abgelaufen ist. Aber ich glaube fast, dass dieser Peter Carey nicht ganz sauber ist. Ach, jetzt haben sie ihn abtransportiert. So, wir brauchen erstmal eine Harpune. Halt, stopp. That should do it. Now I am ready for the experiment. So, Logbuch ist hin. 1883. That's the one I need. So, zeig mal her. This is the crew list of the Sea Unicorn. Sea Unicorn Besatzungsliste. Peter Carey Captain, Charles Ellison 1. Mart, Henry Joy 2. Mart, James Lancaster Steuermann, Patrick Cairns Harpunier, Pablo Coventrao Harpunier, Ned Land Harpunier, Joseph Walker Stewart, John York Smoothie, Richard Lang Matrose, Simon Weeks, Isaac Page, Will White, Benjamin Tinsley, Matthew Granger, Ralph Talbot, Seth Fowler, Roger Fowler, Thomas Lawrence, Hugh Pattins, Henry Shepard, alle Matrosen. Log notes for June. Nothing unusual. This is the crew list of the Sea Unicorn. Log notes for June. Nothing unusual. Donnerstag, 8. Juni, leichte Brise den Tag über, Walflosse gesichtet im Südosten, nachts 2 weitere Schiffe gesichtet. Koordinaten. Mittwoch, 14. Juni, mittelstarker Wind aus Osten, heute keine Wale gesichtet.
Montag, 19. Juni, leichter drehender Wind den Tag über, anderes Walfangschiff weit im Norden gesichtet. Samstag, 24. Juni, starker Wind aus Süden, werden nach Norden segeln. Vor einem Jahr gab es viele Wale dort. Log notes for July. Nothing special. Leichter Wind aus Norden bis Nordosten. Bis Nord-Nordost, 2 Wale im Nordosten gesichtet. Ganzer Tag starker Wind aus Norden und der stürmischer Wind. Starke Brise aus Südosten. York ist krank, zusammen mit Allison und Joel Walfus im Osten gesichtet. Starker Wind aus Ost, heute keine Wale Log gesichtet. notes for August. These pages have been Was ist das? torn away. Wertpapier? Reicht stürmischer Wind den Tag und die Nacht über. Schwieriger Wind aus Nordosten, scheinbar für den Sturm. Log notes for August. Canadian Pacific Railway, CPR. A torn piece from a bond certificate. I have seen this abbreviation somewhere very recently. There are 3 ways of discovering what happened in August of 1883 aboard the Sea Unicorn. The first 2 of these will require speaking Lucy, es wird with a sehr dead geheimnisvoll. man. The last would be to locate vital witnesses, the sailors involved in this whale hunt campaign. Stücke eines Wertpapiers der Canadian Pacific Railway vor dem Logbuch des Unicorn für August 1883 gefunden, wo allerdings selten ausgefunden wurden. Sag mal, CPR? Schau mal, Lucy. Da steht auch ein Posten CPR 853237012568. Sind das etwa Abkürzungen für Wertpapierfonds? Für Riggins, das Logbuch des Unicorn für das Jahr 1883, das ist auch eine Liste der Besatzung zu finden. Die Seiten für August 1883 wurden herausgerissen. Irgendwas ist da passiert. Bei dieser Reise da hoch. Es ist so viel. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich sehe schon das Ziel, aber Tenderloin. Aber da sind noch so viele Bäume davor. So. Well, Boah. here we are in the preparation room. I can't say that I like the smell of it much. What do you intend to do? To indulge myself in a little experiment. The challenge of lancing a pig's carcass with a heavy harpoon. A little experiment? Stand aside, Watson. This might be dangerous. I am not well practiced Was in this meinst du mit denn? exercise. Yet. Was würde es nachgehen? Holmes, you should aim for the mark in order to perform the most reliable test. Was muss ich denn jetzt machen? Holmes, you should try to aim better and throw as hard as you can. Ja. The harpoon has struck the body, but with insufficient strength to pierce it straight through. Holmes, you should try to aim better. Oh komm, and jetzt was throw soll as ich? hard as you can. Hallo. Ah, This is the best possible result that I could get. Do you see, Watson? Throwing a harpoon and pinning a man to a wall requires either exceptional strength and training or diabolical luck. If it was luck, then it was a chance in 1,000 that night. Well, yes. Let us leave now. All right. But before we go, I suppose I'll have to pay for all these carcasses you've happily mangled. Very well, but please hurry. Of course. Sherlock, wieder bester Mann. Nötige Kraft. Ein Experiment hat es erklärt, dass man außerordentlich kräftig und oder extrem trainiert sein muss, um die Harpune so zu werfen, wie der Täter es beim schwarzen Peter getan hat.
Aufgespießt haben aber eine große Kraft. Es bedarf einer viel größeren Kraft, als die einer durchstehenden Person, um die Brust eines Mannes zu durchstoßen, die ihn an der Wand aufzuspießen. Höchstwahrscheinlich ist auch Training erforderlich. 2 Personen können zusammen dasselbe Ergebnis erzielen. Es besteht die geringe Möglichkeit, dass es einer untrainierten und durchschnittlich kräftigen Person gelingen könnte, Peter Carey mit einer Nein. Also ohne Scheiß. Aber an so ein Glück glaube ich nicht. So, wir müssen jetzt was hier noch machen? Übrigens keine Versuche, müsste irgendwo in der Baker Street sein, okay. Schon wieder pinkeln, unfassbar, ey. Coca-Cola. Also, Something new, Watson. I have the list of sailors who were aboard the Sea Unicorn. We shall soon learn what happened to Nelligan's father. I have only to find them. Let us hope they are still working at the harbour. I think that if you pretend you're from Scotland Yard... I doubt it, Watson. And really, I would prefer that all of this remains quiet. ich muss auf Klo. But I have another solution. I'll call in the specialist. Ich muss immer auf Klo und ein bisschen nachdenken. The secret police division of Baker Street. Ah, you mean young Wiggins and his gang? Yes. Believe me, you'll receive more useful assistance from these little urchins than from a dozen yard detectives. Those children are everywhere. They see and hear everything, and they are cunning. All they lack is organization. I'll summon them. How will you do that? There is always a watch beneath our window. I have only to call him. Glückstreffer, dass jemand so viel Glück hat, ihn genau dazu erwähnen zu stechen. Ich glaube nicht, nee. Also an so viel Glück glaube ich auch nicht. Watson, I need Wiggins. Is he anywhere nearby? He's right across the street. You can give him a sign from... Brave Toby. The best nose in the British Empire. Wiggins, could you come upstairs, please? At your service, Mr. Holmes. Wiggins, I need you to track down certain people for me. I'll give you a list. You can read, can't you? Big Oliver from our gang. He can, because his father is the coachman of a famous lawyer. Fascinating. Here is the list of sailors. Sailors? Easy. Just got to look where the rum and the red lights are. Sorry to trouble you, Mr. Holmes, but the inspector asks that you come to the station as soon as possible. Thank you. I'll be there shortly. Okay, Scotland Yard. Also, ich hab mal
überlegt auf dem Klo. Der Nelligen ist abgehauen mit einem Arsch voll Wert hier, Aktien. Was ist, wenn die einer von den Seemännern ihm abgenommen hätte und den umgenietet hätte? Mr. Holmes, I'm glad to see you. As always, what happened? We have a new suspect, Liam Hurtley. I'm thinking that this case will be resolved very quickly now. Der Strat hat schon den neuen Verbrecher. Great help. Well, the constable that I left at Woodman's Lee noticed a suspicious individual prowling around during the night. Do you have him here? Stimmt, der Geliebte von der Alten oder so. He refuses Die hat to ja keinen speak Bock with mehr für us, jemanden gehabt. but we'll make him talk. Let us hope so. Oh yes, and one more thing. The constable told me that at the time of his arrest, the fellow was writing a letter. Do you have it? Of course. It's in the evidence room, at your disposal. Admit that for once, Mr. Holmes, Scotland Yard is a step ahead of you, eh? Ey, Lestrade hat so viele Killer inzwischen schon. Das haben bestimmt 5 Mann, die an der Wand nagelt. So, zeig mal her, Liam Hurtley. These are the suspect's belongings. Zack. Liam Hurtley's old boots. They're a size 9.5. Die können in die Umrisse passen auf jeden Fall. Brief. The stains are fresh. They can be removed with the proper chemicals. Oh, Chemie. Nothing unusual about it. Junge, man ist ja nur am Rennen hier, ey. So. Der Brief, den Hurtley bei seiner Verhaftung bei sich trug, er ist nahezu vollständig mit Tintenflecken übersät. Ein Stück, achso, hat man schon gesehen. Dem Hurtleys alte Stiefelschuhe sind 9,5. Müssen also auf jeden Fall nochmal nach Woodlands Lee zurück. Woodman's Lee, so ist richtig. So ist denn der Typ. Hier nicht scheinbar. Please escort this suspect for interrogation. For interrogation. Allow me to introduce myself. My name is Sherlock Holmes. I would like to ask you a few questions. I've already told the police that I've nothing to say. And you're not even part of the police. Precisely. And considering your situation, it might be wise to speak with someone who is, shall we say, rather more neutral. You are a suspect in a murder case. I know. Inspector Lestrade told me. It's ridiculous. Could you at least tell me who you are, and exactly what happened that you should be brought here? My name is Liam Hurtley. That I can tell you. But you're not getting any more than that. Der ist ja unnett. Well, we shall see. So, dann fangen wir mal an hier. Ah, ich sag ja. Das ist der Liebhaber der Alpen. Pflanzenreste. Das sind seine Schuhe, also seine Schuhabdrücke. Wenn er eines Gärtners. Ist der Gärtner? Ja, würde er da einfach sagen. That's all for now. Ich komme noch nicht so richtig klar. So. Zack, 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 zack. Liam Hurtley ist ein Fremder, der von der Polizei verhaftet wurde, weil er zu später Stunde in der Nähe von Woodman's Lee rumstreunte. Er ist ein ehemaliger Soldat, der nach einer nackten Verletzung durch einen Granatsplitter ehrenhaft aus dem Dienst entlassen wurde, führt mittlerweile ein ruhiges Leben als Gärtner. Erstmal Baker Street, um das Ding zu entziffern. Ich glaube, das ist der Lover von der Alten. Das kann ich mir vorstellen, mit der Haubenmeise. So, Hurtleys Brief wiederherstellen. A chemical agent that is capable of removing fresh ink. For this purpose, the chemicals from the flasks should be combined in a certain order to perform a chain reaction. Chemie. All 7 reagents should be Alle used. 7 müssen verwendet werden. Die orange Chemikalie muss das dritte nach der blauen Chemikalie verwendet werden. After the blue reagent,
third condition. Colorless Farblose Chemical muss direkt nach der orangen Chemikalie verwendet werden. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wir müssen alle verwenden. Eine blaue muss 2 vor einer orangen kommen. Und nach einer orangen muss eine farblose kommen. Ah, der war's, sicherlich. Ich glaube nicht. Das sind immer die Gärtner. Oder die Butler. So, jetzt lassen wir erstmal das, also. Blau. Ich würde mal sagen, wir fangen mal mit Blau an. So. Machen wir mal. Nee. Nee. Zurücksetzen. Nach Orange soll farblos kommen. Nach Blau kommt 2 und dann kommt Orange. Das ist mit Blau, Grün, Blau. Ah, warte mal. Blau. Zack. So. Grün. Blau. Ah, jetzt habe ich es. Orange. Farblos. Der alte Chemikerfloter. Orange farblos. Ja, alle sind erfüllt. Alle Bedingungen. Done. Now I can proceed further. 14 Punkte Chemie, Abi. Let us see if the content of this letter sheds a little light upon the mystery. Na, Liebesbrief. Ich wisch alle sauber hier.